Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Martina Reis und ich bin fasziniert von Pappmaché und heute zeige ich dir, wie du mit Hilfe von Küchenpapier eine wunderschöne, elegante Figur formen kannst. Hier ist ein Überblick der wichtigsten Materialien, die du benötigst. Und los geht's! Zunächst baust du eine Konstruktion aus Draht. In meinem Buch beschreibe ich eine der Möglichkeiten. Du kannst es natürlich auch anders machen. Wichtig ist, dass die Beine länger sind als der restliche Oberkörper. Vor allem das Standbein muss länger sein, da es noch im Podest versenkt wird. Da die Figur später nur auf einem Bein steht, muss dieses Bein besonders stabil sein. Deswegen wird es noch mit einem Drahtstück verstärkt. Als Podest eignet sich ein Stück Holz, aber da gibt es auch viele andere Möglichkeiten, die ich jetzt hier nicht thematisieren möchte. Wenn ihr wollt, kann ich noch ein extra Video dazu machen. Jetzt kannst du schon mit der Figur spielen und verschiedene Posen ausprobieren. Und dann geht schon in die nächste Phase. Das Drahtskelett wird durch die Alufolie weiter ausgebaut und bekommt dadurch ein bisschen mehr Volumen. Bei dieser Tänzerin geht es um eine sehr schlanke Figur und deswegen ist das nicht viel Alufolie. Man muss bedenken, dass nur noch eine dünne Schicht Papier drüber kommt. Deswegen ist es wichtig, dass die Endform schon jetzt durch die Alufolie erreicht wird. Lass dir bei dem Aufbau genug Zeit. Du kannst Schichten aufeinander pressen oder auch wieder was wegnehmen und erst wenn du mit der Form zufrieden bist, fixierst du am besten alles mit dem Malerkrepp. Und jetzt brauchen wir hier unten noch eine Unterkonstruktion für das lange Kleid, also für den Rock. Auch hier lässt sich die Alufolie wunderbar anwenden. Sie ist sehr flexibel, passt sich der Form an. Du kannst sie sehr frei formen, wie du sie brauchst. 2 bis 3 Schichten Alufolie reichen, um diesen schönen langen Rock zu bilden. Dann wird das Ganze wieder mit Malerkrepp bedeckt. Das verstärkt die Konstruktion und bietet auch eine sehr gute Haftgrundlage für die spätere Papierschicht. In dieser Phase hast du noch die Möglichkeit, die Arme oder den Körper der Figur zu biegen, so wie du sie haben möchtest. Die Konstruktion ist jetzt fertig und weiter geht's mit der Papierschicht. Der Holzleim wird verdünnt oder du arbeitest gleich mit einer Holzleim- und Tapetenkleistermischung, wie ich später zeige. Wir fangen mit dem Oberkörper an und beschichten mit gut durchgetränkten kleinen Streifen die Arme, den Oberkörper und den Kopf. Dabei werden die Streifen überlappend um die Konstruktion gewickelt und fest angedrückt. So, der Oberkörper ist jetzt fast fertig und als nächstes wird der Rock modelliert. Dafür werden wir mit größeren Papierfetzen arbeiten und spätestens jetzt empfehle ich auch, in diese Holzleimmischung auch etwas angerührten Kleister hinzuzufügen, weil sich das einfach viel besser damit arbeiten lässt und viel besser modellieren lässt. Ab jetzt arbeitest du mit großen Papierstücken, die auch sehr gut durchtränkt sein müssen von beiden Seiten und von links nach rechts oder von rechts nach links drapiert werden auf die Unterkonstruktion, die wir gebaut haben. Dafür erzeugst du absichtlich Falten in dieses Papier.
Auch im oberen Bereich kannst du noch ein bisschen drapieren, um die Brust zum Beispiel, da wo das Kleid sozusagen anfängt. Wichtig ist, dass die Stücke gut durchtränkt sind. Du kannst auch die Konstruktion nochmal, bevor du die drapierst, mit Kleber benetzen zusätzlich. Es braucht ein bisschen Übung am Anfang, aber dann geht das sehr gut. Ränder kannst du am besten an der Kante, an dem Bein abreißen und die Übergänge kaschieren, andrücken, verstreichen, entweder mit den Fingern oder mit Modellierwerkzeugen. Lass dir bei dem Modellieren Zeit, genieß den Prozess, schieb die Falten hin und her und genieß das Modellieren mit dem Papier. Wer hätte gedacht, dass man aus Küchenpapier solche Strukturen machen kann? Wenn du mit einer Seite fertig bist, ist es wichtig, die Figur erstmal trocknen zu lassen. Ansonsten würdest du dir diese Falten platt drücken, wenn du die umdrehst und weiterarbeitest. Du kannst die Figur jetzt schon in dem Podest fixieren und dann über Nacht trocknen lassen. Am nächsten Tag geht es dann weiter. Du setzt deine Arbeit fort und stückelst diese drapierten Stücke aneinander, sodass man möglichst keine Übergänge sieht. Im unteren Bereich wird das Kleid noch ein bisschen mehr verstärkt von beiden Seiten, damit die Figur später noch stabiler steht. Wenn möglich, lass die Figur jetzt noch mal einen Tag trocknen. Schau sie dir an und dann kannst du noch Korrekturen vornehmen, nächste Schicht auftragen stellenweise oder Details hinzufügen, zum Beispiel hier eine Frisur, ein Dutt wird gebaut und das auch wieder nur aus Küchenpapier. Es ist sehr gut möglich und machbar, über die erste Schicht auch eine zweite oder die dritte anzubringen und dran zu kleben. Zum Beispiel hier habe ich noch im Hüftbereich mehr Falten hinzugefügt, mehr Volumen, weil mir das da ein bisschen zu dünn war. Und die Übergänge lassen sich gut verstreichen, am besten wenn die Kanten gerissen sind und nicht geschnitten. Wenn du mit der Figur zufrieden bist, lass sie einfach mindestens einen Tag trocknen und dann geht's weiter mit der Bemalung. Das Bemalen funktioniert sehr gut mit Acrylfarben. Die erste Schicht muss relativ dünn sein, damit du in die Falten und Tiefen reinkommst. Dabei wird das Papier auch ein bisschen aufgeweicht, aber das ist nur übergangsweise. Wenn die Farbe getrocknet ist, ist alles wieder super stabil und hart. Genauso gut kannst du die Figur aber auch mit Sprühfarbe bemalen. Du kannst auch mehrere Techniken kombinieren und einfach experimentieren. Es kann eigentlich nichts schief gehen, da du das jederzeit wieder übermalen kannst. Du kannst die Figur natürlich in deine Lieblingsfarben bemalen. Und damit der Effekt der faltigen Struktur noch viel besser rauskommt, betonst du die Erhöhungen mit einem hellen Farbton, der zu der Gestaltung passt. Also nimmst du etwas trockene Farbe mit dem flachen Pinsel auf und pinselst sanft über die Erhöhungen auf der ganzen Figur. Und hier links im Bild zeige ich dir eine weitere Variante, wie du einen wunderbaren Bronzeeffekt erreichen kannst, indem du die ganze Figur braun und schwarz grundierst und mit einer Goldfarbe die Strukturen betonst. Tada! Und jetzt Bühne frei für die blaue Tänzerin.
Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Und wenn du noch mehr Inspiration zu dem Thema Pappmaché suchst, dann schau dich nochmal auf diesem Kanal um oder in meinen beiden Büchern. Bis demnächst!